Willkommen zu diesem Video. In diesem Video erkläre ich Ihnen kurz etwas zu der vereinfachten Steuererklärung für Rentner und Pensionäre. Ein Service der Finanzverwaltung, der nur in den Bundesländern Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen geboten wird. Ich zeige Ihnen mal hier kurz diesen Vordruck. Es ist wirklich nur ein Blatt, Vorder- und Rückseite. Ich habe mir das jetzt hier aus dem Internet runtergeladen. Wie das ausgefüllt werden soll, erkläre ich Ihnen gleich im Video. Und dann ist noch hier ein Blatt Erläuterungen. Und hier ganz unten, ich habe das jetzt mal angeleuchtet, da sieht man für welche Länder, also Brandenburg, Hansestadt Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, nur für diese Bundesländer wird dieser Service angeboten. Wir schauen uns das gleich mal etwas näher an und ja, eine Wertung werde ich sein lassen. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. So, schauen wir uns mal die Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften an. Der Vordruck, der besteht nur aus der Vor- und Rückseite, also ein Blatt nur. Hier oben ganz normal Finanzamt, Steuernummer, die persönlichen Daten, also Adresse, Postleitzahl, Wohnort, verheiratet, verwitwet, geschieden, getrennt leben, was auch immer. Und hier die Angaben zum Partner. Der zweite Teil von dem ersten Blatt geht denn hier weiter. Hier die Bankverbindung bitte immer angeben. Und dann ist hier noch ein Hinweis zu elektronisch vorliegenden Daten, eben zu Renten, Pension, Kranken- und Pflegeversicherungen. Und dann geht es schon weiter. Ach so, hier ist nochmal eine Erklärung. Die Festsetzung unserer oder meiner Einkommensteuer soll anhand der Finanzbehörde elektronisch vorliegenden Daten erfolgen. Hiermit erkläre ich oder erklären wir, dass ich oder wir im Jahr 2019 keine Einkünfte hatten, außer, und hier ist nochmal ganz genau aufgeführt, Renteneinkünfte oder Pensionen, die von den Rentenversicherungsträgern oder vom Arbeitgeber elektronisch gemeldet worden sind, und gegebenenfalls Kapitaleinkünfte, von denen bereits Abgeltungssteuer an das Finanzamt abgeführt oder für die der Sparerpauschbetrag in Anspruch genommen wurde. Oder und pauschal besteuerte Einkünfte aus geringfügigen Beschäftigungen, also nur die Minijobs bis zu einer Höhe von insgesamt 450 € monatlich. Ich gehe da nachher noch mal ein bisschen näher darauf ein. Und damit ist hier schon ganz klar, dass das nicht für jeden in Frage kommt. So, wir schauen uns dann mal die Seite 2 an, also die Rückseite. Hier kann man jetzt steuermindernde Aufwendungen eintragen. Das sind Vorsorgeaufwendungen, also Beiträge zu Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen, also Sterbegeldversicherung, Risikolebensversicherung, dann Unfall- und Haftpflichtversicherung. Ferner können Sie hier eintragen Spenden- und Mitgliedsbeiträge, hier in der Einzeile eben steuerbegünstigte Spenden und hier Mitgliedsbeiträge an politische inländische Parteien. Sofern Sie Kirchensteuer zahlen, müssen Sie hier noch was ausfüllen, und zwar wie viel gezahlt und wie viel erstattet wurde. Dann haben Sie noch die Möglichkeit, außergewöhnliche Belastungen zu erfassen, den Grad der Behinderung, sofern vorhanden ist, und eventuell ein Merkzeichen. Dann können Sie hier Ihre Aufwendungen, die Krankheitskosten, Kurkosten, Pflegekosten, Brille, Zahnarzt, Arztrechnungen, alles Mögliche hier aufführen. Ja, eine weitere steuermindernde Aufwendung ist dann hier, sind die haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Und da geben Sie hier einfach nur eine Art der Aufwendung bei haushaltsnahen Dienstleistungen, die Summe, also die Lohnkosten und An- und Abfahrt, und hier kommen die Aufwendungen für Handwerkerleistungen hin. Und hier steht extra nochmal darin enthaltene Lohnanteile, Maschinen- und Fahrkosten. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Und hier unten dann Datum und Unterschrift. Dann hat ja dieser Vordruck noch ein Erläuterungsblatt. Da ist nochmal genau erläutert im Prinzip das, was Sie ausfüllen können. Und von der Sache her, ja, gut gemeint. Die Finanzverwaltung sieht es ja auch als guten Service an. Aber wir schauen uns einfach mal die Nachteile an. Und die sind doch, ja, naja, nicht von der Hand zu weisen. Also erstmal handelt es sich um einen Papierdruck. Also Papier als Alternative zu einer Software oder zu einer Online-Anwendung ist natürlich insbesondere in der hier angesprochenen Zielgruppe
ganz nett, nämlich ältere Leute, aber doch bitte nicht im Jahr 2020, nicht mehr als einzige Möglichkeit. Also das ist echt nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen ja eigentlich Richtung Digitalisierung hin und nicht weg davon. Ja, der zweite Punkt geht darum, dass wesentliche Einnahmen und Ausgaben nicht erfasst werden können. Also Leute, die Unterhaltszahlungen haben, Pflegekosten, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung oder Nebentätigkeiten, die können hier überhaupt nicht daran teilnehmen. Für die ist das absolut nicht geeignet, ja. Also, ja, wie gesagt, bestimmte Versicherungsaufwendungen, Spenden und Mitgliedsbeiträge, Kirchensteuer, außergewöhnliche Belastungen, auch den Behindertenpauschbetrag kann man eintragen und Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Aber ja, was ist mit Unterhaltszahlungen, mit Pflegekosten, für die neben dem Abzug als außergewöhnliche Belastungen auch eine unmittelbare Steuerminderung gewährt wird? Ja, Einnahmen aus Vermietung einer Immobilie, Nebentätigkeiten, hatte ich schon gesagt, in all diesen Fällen muss dann doch eine komplette Steuererklärung erstellt werden. Und der dritte Punkt, ja, im Prinzip, Sie haben keine Kontrolle und wenn irgendwas nicht rund läuft, sind Sie natürlich schuld. Die dem Finanzamt automatisch übermittelten Daten zu Rente, Pension und Krankenversicherung werden dem Steuerzahler als eigene Angaben zugerechnet. Sie unterschreiben ja dafür, dass Sie dem zustimmen auf der Seite 2 des Vordrucks. Also wenn Sie jetzt, also alles, was übermittelt wurde, sehen Sie erst im Steuerbescheid und deswegen müssen Sie den Steuerbescheid, wenn Sie diesen Vordruck hier verwenden, ganz besonders prüfen. Es können ja schließlich auch Angaben fehlerhaft übermittelt worden sein. Ist dies der Fall, dann muss der Steuerpflichtige, also Sie, von sich aus das Finanzamt über die falsche Angabe informieren. Also wer das Formular benutzt, muss also akribisch genau seinen Steuerbescheid prüfen und gegebenenfalls auch selbst noch Hand anlegen. Ja, hier nochmal das Fazit. Sollten Sie diesen Weg hier wählen, müssen Sie Ihren Steuerbescheid ganz genau lesen und prüfen und an das Finanzamt über falsche Angaben informieren. Das sagte ich schon, ja. Ja, und abschließend, viele Rentner und Pensionäre sind eigentlich doch schon computeraffin und können sehr gut mit Software umgehen und schätzen auch die Vorteile der der Steuererklärung am Computer. Und das wurde leider von der Finanzverwaltung vernachlässigt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Es ist ja nun wirklich speziell für Rentner und Pensionäre und noch spezieller nur für diese 4 Bundesländer. Schauen Sie sich die Beschreibung hier unter dem Video an. Ich habe Ihnen da auch einen Link reingestellt zu einer Software Steuererklärung speziell für Rentner. Ich denke mal, damit sind Sie besser bedient. Ja, lesen Sie sich auch hier unter dem Video in der Beschreibung kurz alles durch. Sie können sich da auch ein kostenloses PDF runterladen. Vielleicht hilft Ihnen das ja weiter. Ansonsten können Sie gerne meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns nächsten Dienstag weiter.